Herzlich willkommen zu meinem Beitrag zum DGAIM Online-Kongress 2020 mit dem Thema Molekularer Wasserstoff als adjuvante antiinflammatorische Therapie bei Corona und anderen Viruserkrankungen. Mein Name ist Dietmar Ferger, ich bin Diplom-Ingenieur für Umweltschutz, Waldorfpädagoge und Präventologe. Ich habe gearbeitet als Ingenieur in einem kleinen Basler Wassertechnikunternehmen, war dann Exportleiter bei einem Naturkosmetik- und Medizinhersteller in der Schweiz und bin seit 2002 selbstständig. Zu Beginn meiner Selbstständigkeit übersetzte ich das Buch Reverse Aging über Wasserionisierer. Es hatte den Titel Der Weg zurück in die Jugend. Inzwischen ist mein Buch Jungbrunnenwasser ein offensichtlich anerkanntes Werk über ionisiertes Wasser. Vor einigen Jahren wurde bekannt, dass das wirksame Element im ionisierten Wasser der darin gelöste molekulare, also gasförmige Wasserstoff ist. Seitdem beschäftige ich mich mit diesem hochpotenten, nebenwirkungsarmen oder freien, günstigen und universellen, wirksamen Gas. In diesem Vortrag werde ich auf zwei Fragen eingehen. Als Einleitung und zum Verständnis des Wasserstoffs werde ich einige Antworten geben auf die Frage der Bedeutung des Wasserstoffs für die Erde und die Biologie des Menschen. Im zweiten Teil werde ich konkret darauf eingehen, wann und warum Wasserstoff als Therapeutikum bei durch virale Infektionen hervorgerufenen Erkrankungen eingesetzt werden kann. Um Wasserstoff und dann auch den Sauerstoff, der in diesem Vortrag ebenfalls eine Rolle spielt, zu verstehen, muss man vom Wasser ausgehen. Ich habe hier übrigens mein Maskottchen, das ich mal in einem Schmiede- und Schweißkurs gebaut habe, mitgebracht. Wasser ist also ein Molekül, das zusammengesetzt wird aus 3 Atomen, die jeder für sich ein Gas sind. Zusammen sind sie aber bei Raumtemperatur flüssig. Wasser ist das Molekül, das als Voraussetzung für die Entstehung des höheren Lebens eingesehen wird. Die beiden Teile des Wassers, also der Wasserstoff und der Sauerstoff, sind Voraussetzungen zur Entstehung des höheren Lebens und wir werden sie jetzt etwas genauer anschauen. Wenn wir in die Zeit noch weiter zurückgehen als zur Entstehung des Lebens, dann kommen wir zur Entstehung des Universums. Da war zuerst einmal nichts. Dann gab es den Urknall. Zuerst entstanden Wasserstoffatome, die sich zu Wasserstoffmolekülen, also H2, Wasserstoffgas, zusammenfanden. Es entstanden immer mehr Wasserstoffatome und dann aus der Kernverschmelzung von Wasserstoffatomen entstand Energie und das Heliumatom. Das ist die Reaktion, die auch auf der Sonne stattfindet, die zu 73% aus Wasserstoff und 25% aus Helium besteht. Erst in der späteren Entwicklung entstanden dann weitere Atome. Heute besteht unser Universum vor allem aus Wasserstoff. Von 1000 Atomen im Universum sind 929 Atome Wasserstoff, 70 Atome Helium und nur ein Atom irgendein anderes, größeres Atom, also zum Beispiel Sauerstoff. Ganz anders ist es bei unserem Planeten Erde. Die Erde besteht zu 48% aus dem Atom Sauerstoff, das als Oxid mit verschiedenen anderen Atomen die Steine und Mineralien bildet. Die Erdatmosphäre besteht zur maximal möglichen Menge aus Sauerstoff, nämlich zu knapp 21%. Wären es mehr,
würden alle Pflanzen oxidieren, das heißt verbrennen. Wäre es wesentlich weniger, müssten wir und alle Säugetiere anders aufgebaut sein. Der gasförmige Sauerstoff entstand erst allmählich auf der Erde. Zuerst gab es nur Wasser und Sonnenlicht. Dann entwickelten sich Pflanzen, die durch Photosynthese aus Kohlenstoff und Wasser Kohlenhydrate aufbauten. Dabei scheiden sie als Abfallprodukt gasförmigen Wasserstoff aus. Parallel zur Entstehung der Kohlenwasserstoffe reicherte sich die Atmosphäre also mit Sauerstoff an. Der Sauerstoff verdrängte Wasserstoffgas und Helium aus der Atmosphäre, weil er schwerer ist als diese. Als in der Atmosphäre eine nennenswerte Anreicherung mit Sauerstoff entstanden war, konnten die anaeroben Organismen nicht mehr überleben. Sie starben aus oder passten ihren Stoffwechsel der Sauerstoffatmosphäre an. So entstanden Organismen mit aerobem Stoffwechsel. Das ist der Stoffwechsel aller Säugetiere und natürlich auch des Menschen. In den aeroben Säugetierzellen, also auch beim Menschen, entsteht aus Kohlenwasserstoffen, also Stärke, Zucker und Fetten, in dem sogenannten Zitronensäurezyklus Wasserstoff. Dieser Wasserstoff reagiert dann mit dem Sauerstoff aus der Atemluft zu Wasser. Dabei wird Energie freigesetzt und gespeichert. Ohne Wasserstoff würde also der aerobe Stoffwechsel genauso wenig funktionieren wie ohne Sauerstoff. In der chinesischen Lehre entspricht Wasserstoff dem Yin, dem weiblichen Prinzip, Sauerstoff dem Yang, dem männlichen Prinzip. Wir können also festhalten, dass die Lebensprozesse des aeroben Lebens auf der Erde durch Wasserstoff und Sauerstoff ermöglicht werden, durch Yin und Yang. Auch medizinisch zeigt der molekulare Wasserstoff seine Yin-Eigenschaft. Er neutralisiert nämlich selektiv die schnelllebigen freien Sauerstoff- und Stickstoffradikale, die im Körper beispielsweise für das Entstehen von Entzündungen verantwortlich sind. Das abgebildete Studienergebnis stammt aus der Studie von Professor Ota, die 2007 in der renommierten Zeitschrift Nature veröffentlicht wurde. Sie war der Beginn der medizinischen Wasserstoffforschung. Sie zeigt die Neutralisierungswirkung von molekularem Wasserstoff und Vitamin C auf die verschiedenen im Körper vorkommenden Sauerstoff- und Stickstoffradikale. Wasserstoff wirkt also wie ein selektives Antioxidans und neutralisiert das hochreaktive Hydroxylradikal zu Wasser bzw. aggressive Peroxynitratenradikale zu Wasser- und Stickstoffmonoxid. Er beeinträchtigt aber nicht die größeren und langsameren Oxidationsradikale, die unser Immunsystem als Waffe einsetzt. Dies unterscheidet Wasserstoff in seiner Wirkung von Vitamin C und anderen chemischen Antioxidantien, die unterschiedslos alle freien Radikale neutralisieren, also auch die, die von unserem Immunsystem zur Immunabwehr hergestellt werden. Gleichzeitig moduliert molekularer Wasserstoff die Signalübertragungswege auf vielfältige Weise, indem er überreaktive Signalübertragungsketten abschwächen und unterbrechen kann. Nach dieser ersten Studie stieg die Anzahl der wissenschaftlichen Arbeiten schnell an. In dieser Übersicht sehen Sie, wo und wie viele wissenschaftliche Studien in den Folgejahren erschienen. Seit 2012 gibt es also eine Studie pro Woche etwa. Es fällt auf, dass am Anfang die Anzahl der Studien in Japan und China noch gleich hoch war. Ab 2011 die wissenschaftliche Arbeit in China aber rasant anstieg. Viele der chinesischen Studien
kommen aus Militärkrankenhäusern, sodass man davon ausgehen kann, dass erstens nicht alle veröffentlicht werden und zweitens das chinesische Militär und natürlich auch der Kader Wasserstoff entsprechend einsetzen. 2013 gab es dann einen nationalen Wissenschaftswettbewerb in China, den einige Forschungseinrichtungen mit dem Thema Wasserstoff gewannen. Diese Folie zeigt die Wirkungsfelder des Wasserstoffs, die inzwischen vielen tausend Studien untersucht worden ist. Dazu kommen noch Leistungssteigerung im Sport und kosmetische Wirkungen, also zum Beispiel auf die Haut. Das Besondere am Wasserstoff ist, dass er extrem klein ist. Er durchdringt alle Membranen bis hin in die Zellkerne, auch die Blut-Hirn-Schranke. So erreicht er in kürzester Zeit damit auch Regionen, in die Vitamine und andere Antioxidantien nie hinkommen können. Kann jetzt aber der Wasserstoff ein Virus bekämpfen, insbesondere einen so virulenten wie das Coronavirus Covid-19? Sie sehen ein Virus, wie man ihn sich so vorstellt, und ein Wasserstoffmolekül ungefähr in richtiger Größenverhältnis. Nein, das kann er natürlich nicht. Denn Wasserstoff ist Yin, also passiv, und kein aggressives, oxidierendes, verbrennendes Yang. Es gibt ja immer zwei Prinzipien, gesund zu bleiben und Krankheiten zu bekämpfen. Man kann einmal das Gute unterstützen oder zweitens das Böse bekämpfen. Das eine tun wir, wenn wir unserem Körper genügend Schlaf, gesunde Nahrungsmittel, saubere Luft und sauberes Wasser zukommen lassen. Das andere kann eigentlich ein gutes Immunsystem selber. Wir wissen ja alle, die schärfste Waffe des Immunsystems ist das Fieber, also eine gesteigerte Oxidation. Wenn wir dem Körper beim Kampf gegen Infektionen direkt helfen wollen, dann müssen wir auch Oxidation nutzen. Die Chlordioxidlösung, über deren Einsatz Andreas Kalcker spricht, ist sicherlich eine sehr effektive Methode, um das Immunsystem bei dem Kampf gegen das Virus direkt zu unterstützen, denn es erstärkt die Oxidationskraft zum Verbrennen der Viren. Welche Aufgabe bleibt dann aber für den Wasserstoff? Nach den bisherigen Erkenntnissen wird Covid-19 dann gefährlich, wenn es zu einer Art überschießender Immunantwort kommt, dem sogenannten Zytokinsturm. Bei einem Zytokinsturm wird die Steuerung des Immunsystems außer Kraft gesetzt und die Angriffe des Immunsystems richten sich auf die eigenen Organe. Dies bedeutet aber, dass nicht das Virus selber, sondern eine überschießende Immunreaktion darauf das eigentliche Problem ist. Vor allem, wenn das Virus und eventuell fehlgeleitete Behandlungsversuche schon Schäden angerichtet haben, kann Wasserstoff diese lindern. Also auch nach einer Chlordioxidbehandlung kann Wasserstoff helfen, eventuelle Nebenwirkungen auszugleichen, die durch eine zu starke Oxidation entstanden sind. Gehen wir also davon aus, dass keine Chlordioxidbehandlung erwünscht oder durchgeführt werden kann und schauen uns an, was das Covid-19-Virus so gefährlich macht und wie Wasserstoff da eingreifen kann. Interessant ist in diesem Zusammenhang der Versuch einer Impfstoffentwicklung beim SARS-Virus 2012. Die damals entwickelten Impfstoffe riefen zwar aktive Antikörper hervor, bei einem Kontakt mit dem richtigen Virus kam es aber zu überschießenden Immunantworten. Die Versuchstiere starben anschließend an Entzündungen und Lungenversagen. Die Überschrift dieses wissenschaftlichen Artikels, der über das Ende der Impfstoffforschung für den damaligen SARS-Coronavirus berichtet, heißt übersetzt: Die Immunisierung mit dem SARS-Coronavirus, Impfstoff
führt zu einer Fehlfunktion des Immunsystems in der Lunge bei Kontakt mit dem SARS-Virus. Die Zusammenfassung endet mit dem Satz: Bei der Anwendung des SARS-Impfstoffes beim Menschen wird eine vorsichtige Herangehensweise empfohlen. Man hat dann keine Versuche an Menschen mehr durchgeführt, auch weil bei einem Impfstoffversuch bei dem 2003 aufgetretenen SARS-Virus einige Probanden gestorben sind. Es gibt noch einen weiteren interessanten Zusammenhang in Bezug auf Impfungen. Es gibt eine offensichtliche Korrelation zwischen der Anzahl der an Covid-19 gestorbenen Menschen, linke Skala, und an der Durchimpfungsrate bei der Grippeimpfung von Menschen über 65 Jahren. Ausgewählt wurden zugunsten der Vergleichbarkeit hier vor allem europäische Staaten, da ja auch die Struktur und Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems eine Rolle spielt. Leider gibt es keine mir bekannten Daten, ob und wie viele der schwer an Covid-19 erkrankten oder daran oder damit verstorbenen Menschen kürzlich gegen Grippe geimpft wurden. Ich gehe auch nicht davon aus, dass diese erhoben werden, denn sie können eventuell unliebsame Zusammenhänge offenbaren. Wir sehen ja, dass über 80% der mit Covid-19 Infizierten keine oder nur schwache Symptome haben. Ein intaktes Immunsystem kann Covid-19 also mindestens genauso gut in Schach halten wie eine normale Grippe. Schwere oder tödliche Verläufe der Corona-Erkrankung werden durch einen Zytokinsturm ausgelöst, also eine überschießende Reaktion des Immunsystems. Meine Hypothese ist, dass eine vorherige Impfung eine Reizung und Irritation des Immunsystems auslöst und dadurch die Wahrscheinlichkeit eines Zytokinsturms erhöht wird. Es geht also bei einer Behandlung von Covid-19 Schwererkrankten vor allem darum, den Zytokinsturm in Schach zu halten und zu besänftigen und das Immunsystem wieder in seinen normalen Bahnen zu bringen. Dieser Review-Artikel, der ebenfalls in Nature veröffentlicht wurde, hat den Titel Immunantwort bei Covid-19 – Bewältigung einer pharmakologischen Herausforderung durch gezielte Steuerung der durch Covid-19 ausgelösten Signalwege. Nachdem er darauf eingeht, dass es noch keine Impfstoffe oder Medikamente gibt, heißt es dann: In dieser Hinsicht sind Therapien, die sich mit der Immunpathologie der Covid-19-Infektion befassen, zu einem wichtigen Schwerpunkt geworden. Während eine schnelle und gut koordinierte Immunantwort die erste Abwehrlinie gegen eine Virusinfektion darstellt, kann eine übermäßige entzündliche Immunantwort und eine gestörte Immunabwehr zu Gewebeschäden sowohl an der Eintrittsstelle des Virus als auch auf systemischer Ebene führen. Zahlreiche Studien weisen auf relevante Veränderungen hin, die sowohl im natürlichen als auch im erworbenen Immunsystem von Covid-19-Patienten auftreten. Insbesondere die massive Freisetzung von Zytokinen und Chemokinen, der sogenannte Zytokinsturm, zeigt deutlich eine weit verbreitete, unkontrollierte Fehlsteuerung der Immunabwehr. Obwohl die Möglichkeiten, dem Zytokinsturm entgegenzuwirken, durchaus vielversprechend sind, stellt das mangelnde Verständnis der Immunsignalwege, die durch eine Covid-19-Infektion ausgelöst werden, eine wesentliche Einschränkung dar. Zitat Ende. Es geht also um zwei Aufgaben. Einmal müssen die direkten Entzündungserscheinungen gemildert und neutralisiert werden. Zum Zweiten müssen die durcheinandergekommenen Signalwege, die die Fehlsteuerung des Immunsystems auslösen, wieder in Ordnung gebracht und sozusagen besänftigt werden. Dies beides sind die Aufgaben, für die molekularer Wasserstoff prädestiniert ist.
Was passiert mit dem Immunsystem bei einem Zytokinsturm, der bei Covid-19 in der Regel in der Lunge beginnt? Durch eine Immunantwort auf die Infektion werden Zytokine gebildet, vor allem Interleukin 6 und Interleukin 8. Diese lassen Immunzellen an die Entzündungsstelle wandern, die daraufhin wieder Zytokine bilden. So entsteht ein sich ständig selbst verstärkender Kreislauf, bei dem der Körper immer mehr Immunzellen bildet. Die Immunzellen versammeln sich an der Entzündungsstelle und verbreiten sich auch im Körper, denn je nach Immunsystem reagiert dieses systemisch und nicht nur an der Stelle, an der das Virus vorhanden ist. Die Immunzellen tun natürlich ihre Arbeit und produzieren ihre Abwehrradikale, vor allem Superoxid und Stickstoffmonoxid. Die Abwehrradikale können die Viren oxidieren und zerstören. Durch die Fehlsteuerung entstehen aber mehr Superoxid und Stickstoffmonoxid, als benötigt wird. Diese Radikale finden also keine externen Reaktionspartner mehr und beginnen miteinander zu reagieren. So entstehen hochreaktive Hydroxylradikale und aggressive Peroxynitritradikale. Diese greifen die Körperzellen und Organe an und zerstören sie. Dadurch entstehen Entzündungen, die sich sehr schnell verbreiten und die Therapeuten bei Covid-19-Patienten zum Verzweifeln bringen. Weiterhin entstehen natürlich die sekundären Folgeschäden, die schlussendlich zu Organversagen und dann zum Tode führen. Die besondere Eigenschaft des Zytokinsturmes ist es, dass dieser Kreislauf nicht endet, wenn der auslösende Faktor, in diesem Falle das Virus, neutralisiert wird. Ein Zytokinsturm verstärkt sich selber und dehnt sich auf den ganzen Organismus aus. Zerstörerisch wirkt dann also nicht mehr das ursprüngliche Virus, sondern der Zytokinsturm und die von den Immunzellen produzierten entzündungsauslösenden Radikale, insbesondere Hydroxyl- und Peroxynitritradikale. Wenn wir jetzt molekularen Wasserstoff ins Spiel bringen, greift dieser an zwei Stellen an. Einmal neutralisiert er die Hydroxyl- und Peroxynitritradikale zu Wasser- und Stickstoffmonoxid. Dadurch werden die Entzündungsreaktionen zum Abklingen gebracht, der Organismus kann sich erholen. Molekularer Wasserstoff greift auch in den Zytokinsturm ein. In den chinesischen Kliniken, in denen Wasserstoff zur adjuvanten Beatmung im Verhältnis zwischen 1:2 und 1:5 mit Sauerstoff eingesetzt wurde, konnte dies eindeutig gezeigt werden. Es wird angenommen, dass die Immunüberreaktion durch den sogenannten NRF2-KERP1-Signalweg zum Stillstand kommt. NRF2 und KERP1 sind Signalproteine, die eine zentrale Rolle spielen beim Schutz unserer Körperzellen gegen oxidativen Stress, an deren detaillierter Funktionsweise aber noch intensiv geforscht wird. Diese Signalmoleküle unterbrechen also offensichtlich den Zytokinsturm und bewirken eine Normalisierung der überschießenden Immunreaktion. Der eben genannte NRF2-KERP1-Signalweg bzw. die Signalmoleküle werden augenblicklich intensiv erforscht. Sie können Signalwege blockieren bzw. unterbrechen, die zur Entstehung von überschießenden Entzündungsreaktionen führen. Diese spielen auch bei Autoimmunerkrankungen und allergischen Erkrankungen eine große Rolle. Auch bei Krebserkrankungen sind diese Signalmoleküle von Bedeutung, denn in einem fortgeschrittenen Stadium schützen sie die Krebszellen vor den Angriffen des Immunsystems. Der rechte Artikel heißt
NRF2 unterdrückt die Entzündungsreaktion der Makrophagen durch Blockierung der unter entzündungsfördernden Übertragung von Zytokinen, ebenfalls aus Nature. Er sagt, NRF2 reguliert die Reaktion auf oxidativen Stress und unterdrückt auch Entzündungen. Die Mechanismen, wie NRF2 die Entzündung lindert, sind jedoch noch unklar. Hier zeigen wir, dass NRF2 die Hochregulierung entzündungsfördernder Zytokine, einschließlich Interleukin 6, stört. Außerdem fanden wir heraus, dass die durch NRF2 verursachte Hemmung unabhängig vom Bindungsmuster von NRF2 und dem Konzentrationsgrad der reaktiven Sauerstoffspezies ist. Entgegen der weit verbreiteten Ansicht, dass NRF2 die Entzündung durch Redoxkontrolle unterdrückt, zeigen wir, dass NRF2 der überschießenden Hochregulierung von entzündungsfördernden Zytokingenen entgegenwirkt. Zitat Ende. Auch über die Aktivierung dieses Signalweges durch molekularen Wasserstoff wird intensiv geforscht. Auch hier ist der Mechanismus, auf welche Art und Weise molekularer Wasserstoff diesen Signalweg und die Signalproteine aktiviert, nicht genau bekannt. Jedenfalls ist die langfristige antiinflammatorische Wirkung des Wasserstoffs neben der direkten Neutralisierung der schnelllebigen Radikale wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass er diesen Signalweg aktiviert und damit die überschießenden Immunreaktionen wieder auf ein Normalmaß zurückführt. Zusammenfassend kann man also sagen, dass für die direkte Bekämpfung des Virus der Sauerstoff und die Oxidation die natürliche und die direkte Methode sind. Dies entspricht dem Vorgehen unseres Immunsystems und wird, wie schon erwähnt, beispielsweise durch die Wirkung von Chlordioxidlösung unterstützt. Für die Beseitigung der indirekten Schäden, die das Virus verursacht hat, und zur Neutralisierung und Besänftigung der durch das Virus hervorgerufenen überschießenden Immunreaktionen ist aber der Wasserstoff und seine selektive reduzierende Wirkung ein sehr geeignetes Mittel. Damit verabschiede ich mich von Ihnen und bedanke mich, dass Sie bis zum Ende zugehört haben. Wenn Sie Fragen und Anregungen haben, finden Sie meine Kontaktdaten in den Kongressunterlagen. Herzlichen Dank.